die nächsten Tage geht für uns ein nächster Trip los. Und ja, mit dem Jimny. Vor allem, weil wir eine sehr, sehr lange Fahrt demnächst vor uns haben werden in den nächsten Tagen. Ich habe euch verraten, wo es als nächstes hingehen soll. Das ist jetzt nur dem geschuldet, dass Basti und ich für 1-2 Wochen getrennte Wege gehen. Was tust du? Guten Morgen. Es ist einfach so ein schöner, friedlicher Morgen. Aber auch ganz schön kalt. Ich bin zurück im Van. Nach über knapp 3 Monaten im Jimny fühlt es sich nach einer ganz anderen Welt an. So viel Platz, so viel Komfort, aber irgendwie findet das Leben dann auch wieder mehr drin statt. Die Routine ist aber schnell wieder da und den Vergleich zu Dachzeltreise habe ich trotzdem irgendwie direkt im Kopf. Beides hat seine Vor- und Nachteile und gerade weiß ich aber die Vorteile unseres Vans sehr zu schätzen. Es ist kurz nach 5 und das war meine erste Nacht seit dem Jimny-Trip wieder zurück im Van und es war so gemütlich. Also es ist so viel Platz einfach hier drin. Peppi und ich, wir haben einfach so gut geschlafen. Und für eine Sommernacht war es ziemlich kalt, weil wir haben uns richtig schön eingemuckelt. Und ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee. Ich liebe die morgendliche Kaffeeroutine und während ich jetzt eigentlich im Jimny unterwegs den Kaffee draußen machen würde, bin ich im Van halt irgendwie wieder drin. Und trotzdem finde ich beide Varianten genau richtig, so wie sie sind. Nach der ziemlich heißen Woche oder heißen 2 Wochen, die wir jetzt irgendwie hatten, ist es wieder so kalt geworden. So kalte Füße. Ich war gerade richtig froh, dass wir unsere Winterhausschuhe hier noch im Van hatten. Ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt gerade den Van habe. Ich habe zwar jetzt auch Tür offen und es geht eigentlich von den Temperaturen. Aber ja, Basti kam quasi vorbei und wir haben einen schnellen Autotausch gemacht und er ist jetzt mit dem Jimny unterwegs auf der Abenteuer- und Allradmesse in Bad Kissingen und dazu kam auch ein Video raus. Das hat er zusammen mit Manu von Schalldose on Tour gemacht. Die beiden waren zusammen auf dem Messegelände unterwegs und haben so ein bisschen
die Dinge gezeigt, für die sie sich begeistern. Und das kam, wenn ihr das Video jetzt seht, Mittwoch raus. Eine sogenannte Zwischenfolge von uns. Schaut da gerne mal rein. Falls ihr nicht auf der Abenteuer-Allrad wart oder nicht wisst, was das ist. Das ist eine Messe für hauptsächlich 4x4 Fahrzeuge. Deswegen hat er vermutlich auch den Jimny mitnehmen wollen. Und kann aber auch einfach so hinkommen und über die Messe stöbern. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Genau, mehr seht ihr einfach im Video. Ich verlinke es hier, auf einer von beiden Seiten. Generell im Van oder jetzt auch die ganze Zeit im Jimny unterwegs, versuche ich immer so ein bisschen mir Morgenroutinen anzueignen. Und während ich meistens oder mit den meisten Routinen nicht so strikt bin, vor allem was so Slow Mornings angeht, also Kaffee trinken entspannt, keine Zeit am Handy verbringen, eher vielleicht was lesen. Und ich weiß auch, dass mir das gut tut, ist irgendwie die Zeit am Morgen, am frühen Morgen, so wie jetzt, die Zeit, wo ich irgendwie am kreativsten bin. Und ich deshalb auch gerne mich direkt an den Laptop setze und arbeite und Werbeskripte erstelle, Posts schreibe, Texte schreibe, Voice-Overs schreibe, so Sachen, die meine Kreativität fördern oder nicht fördern oder wo ich meine Kreativität ausleben kann. Und deshalb setze ich mich eigentlich jetzt direkt am Morgen mit einer ersten Tasse Kaffee, am liebsten direkt an den Laptop. Peppi ist sowieso eine kleine Spätaufsteherin. So früh morgens guckt die mich meistens an und sagt: Was tust du? So langsam zeigt sich die Sonne. Ich sag, wie es ist. Bei so kälteren Morgenden, auch im Sommer, könnte ich mir richtig gut vorstellen, so einen kleinen Mini-Ofen hier im Van zu haben. Das wäre doch mal urgemütlich. Wir haben jetzt so kurz nach 7 und ich glaube, ich mache mich jetzt mal fertig. Und dann gehe ich eine Runde mit Peppi raus. Dass ich jetzt hier mit dem Van unterwegs bin, das ist eine Ausnahme für zwischendurch. Wir sind auf jeden Fall noch mit dem Jimny und Dachzelt unterwegs. Das ist jetzt nur dem geschuldet, dass Basti und ich für 1-2 Wochen getrennte Wege gehen. Und sowohl aber im Van als auch im Jimny, vor allem aber im Jimny mit Dachzelt, ist Stauraum so ein wertvolles Gut. Deshalb ist weniger immer mehr. Und Duschbrocken schon seit mehreren Jahren nicht mehr aus unserem Vanlife-Alltag wegzudenken. Aktuell ist Carlos Coco
Mein absoluter Lieblingsduft, der ruft so nach Sommer und selbst hier im Schwarzwald habe ich durch den Duft in der Nase so ein richtiges Strand-Urlaubsfeeling. Hier im Van haben wir immer das Schaumschlägerset auf Vorrat, so können wir immer sicher sein, dass wir für die nächsten Wochen gut ausgestattet sind. Und in unserem Jimny mit Dachzelt haben wir die Duschbrocken Minis dabei. Die sind super leicht, das kann absolut nichts auslaufen und sie nehmen 0 Platz weg. Und mit unserem Code neuland.stories spart ihr in den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung dieses Videos 15% auf euren Einkauf als Neukunde. Aber auch im Anschluss an die 24 Stunden spart ihr weiterhin 10%. Ich bin einfach riesiger Fan von Duschbrocken. Sie schäumen genial, pflegen Haut und Haare und kommen dabei ohne Plastikflaschen und Mikroplastik aus. Deshalb schaut auf jeden Fall unbedingt mal im Online-Shop vorbei und mit unserem Code neuland.stories spart ihr 15% Rabatt in den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung dieses Videos als Neukunde. Aber wenn ihr das verpasst, gar kein Problem, denn ihr spart weiterhin mit unserem Code neuland.stories 10% auf euren Einkauf. Wir packen aber alle Informationen unten nochmal in die Beschreibungsbox. Ja, und dann würde ich sagen, wenn ihr euch mit dem Schaumschlägerset ausgestattet habt, seid ihr schaumtechnisch, egal ob im Van, Dachzelt oder zu Hause, bestens ausgestattet. So, es geht finally eine Runde raus mit Peppi. Wir laufen hier durch einen kleinen verwunschenen Wald gleich. Der ist richtig, richtig schön. Den habe ich das letzte Mal hier entdeckt auf dem Rückweg. Und der sieht so verwunschen aus. Und da drehen wir jetzt eine kleine Runde. Die Bäume, die hohen Tannen, das tiefe Grün, die Tannengeruch gefüllte Luft ist ein richtiger Kraft- und Energieort für mich. Hier fühle ich mich einfach am wohlsten. Deshalb glaube ich, wird mir unser nächstes Abenteuer ganz besonders gut gefallen. Es ist einfach so ein herrlicher Wald hier. So viele Vögel zirpen und zwitschern hier. Und die ganzen Steine und Gehölz und Äste sind mit Moos bedeckt und überall diese Heidelbeersträucher. Ist so schön. Ist richtig, richtig herrlich. Es ist einfach einer meiner Lieblingsplätze. Ich habe auch überlegt, wo ich woanders hinfahren könnte, aber hier ist es einfach am schönsten. Was soll ich sagen? Peppi, wie findest du es hier? Ja, fein.
Und ich meine, über die Aussicht lässt sich gar nicht streiten. Mega schön. Jetzt so langsam zeigt sich die Sonne. Auf Sardinien habe ich den ein oder anderen Morgen auch mal einen Sonnenaufgang geschafft, habe mich morgens aus dem Bett gekriegt und es ist jedes Mal so schön, einen Sonnenaufgang anzugucken. Heute war sie natürlich versteckt hinter Wolken, sonst hätte es mich wahrscheinlich heute Morgen direkt aus dem Van gelockt. Aber so ist es jetzt auch mega herrlich. Aber das ist auf jeden Fall was ich diesen Sommer noch öfters machen möchte. So, und wir gehen jetzt zurück an den Van. Gut, dass ich die Sonnenbrille mitgenommen habe, wenn jetzt hier die Sonne rauskommt. Und machen noch ein paar Vorbereitungen, denn die nächsten Tage geht für uns ein nächster Trip los. Und ja, mit dem Jimny. Und weil wir irgendwie so doofe Snack-Angewohnheiten haben, wollte ich da mal was ausprobieren. Wir haben jetzt 9 Uhr und ich habe Peppi und mir erstmal ein kleines Frühstück gemacht. Also mir Müsli, Peppi fressen. Und gerade habe ich so gedacht, mit dem Dachzelt und so hätte ich sowieso auch alles draußen zubereitet. Und ich würde vermutlich draußen irgendwo sitzen. Entweder hätte ich es mir irgendwohin mitgenommen oder hätte einen Stuhl draußen aufgebaut und mich draußen hingesetzt. Die Sonne kommt jetzt auch raus. Und hier im Van dachte ich aber, nö, ich kann mich ja hier in die offene Tür setzen. Und dann ist man irgendwie draußen, aber irgendwie auch nicht. Weil die Sonne abbekommen tue ich ja jetzt nicht. Also ich werde nicht von der Wärme gewärmt von der Sonne. Naja, das ist so ein kleiner, feiner Unterschied zwischen Van und Dachzeltleben. Kann ich bitte das ganze Jahr Bärenzeit sein? Das ist so lecker. Mhm. Und für sowas habe ich im Jimny natürlich auch keinen Platz. Und ich liebe das. Okay, wie gesagt, also unsere Snack-Angewohnheiten während langen Fahrten sind einfach nicht so gut, sagen wir es mal so. Wir snacken sehr viel Süßigkeiten, sehr viel Cracker, sehr viel Chips und Kram und ich dachte, das ändern wir mal. Vor allem, weil wir eine sehr, sehr lange Fahrt demnächst vor uns haben werden in den nächsten Tagen. Es geht nämlich Richtung Norden und ziemlich weit im Norden. Und das mit dem Jimny.
Und wir freuen uns schon sehr drauf auf Chimney-Testen Testtrip Part 2. Es geht nach Skandinavien. Und dafür will ich uns jetzt irgendwie mal so Snackkugeln machen, so mit Nuss und Datteln und so. Und dann die sind dann auch ein bisschen mehr sättigend und kann man dann zwischendurch vielleicht mal ein bisschen besser snacken. Genau, denn wenn Basti von der Abenteuer- und Allrad kommt, dann geht es eigentlich auch schon ziemlich schnell los. Und deswegen dachte ich, bereite ich die schon mal vor. Die sollen so eine Woche haltbar sein. Bin gespannt, wie sie schmecken. Ich probiere erstmal eine kleine Menge und ich habe auch schon gemahlene Mandeln benutzt. Man kann da natürlich auch richtige Nüsse reinmachen und will mich jetzt aber erstmal herantasten, vor allem weil ich nicht weiß, ob es mit dem Mixer geht, ob es mit der Kraft von unserer Powerstation geht und ja, wie das dann so am Ende rauskommt. Deswegen probiere ich das einfach jetzt erstmal. Ich würde sagen, Fazit ist, es funktioniert. Und schmeckt gar nicht schlecht. Also klar könnte die Datteln könnten noch viel kleiner gehäckselt werden. Aber ja, bekommt dann halt so ein Loch in der Mitte und dann verhäckselt das der nicht mehr. Aber ich mache da jetzt einfach mal Kugeln draus und dann gucken wir mal. Das ist die fertige Kugel. Ich finde es extrem lecker. Durch die Datteln ist es ultra süß, nussig durch die Mandeln. Ein Esslöffel Kakaopulver ist drin und dann halt eben das noch drumherum. Und das macht es ultra schokoladig. Aber ohne Zucker, ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Mega lecker. Und die kann man so krass variieren. Da werde ich auf jeden Fall noch ein paar für machen. Für die lange Fahrt in den Norden. Und bevor ich hier weitermache und meine Hände wieder schokoladig werden, beende ich das Video für diese Woche. Danke, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr eingeschaltet habt. Mit mir so ein bisschen Solo-Vanlife-Vorbereitung für den nächsten Trip. Ich habe euch verraten, wo es als nächstes hingehen soll. Wir freuen uns schon sehr. Ziel ist der hohe Norden. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir sind schon sehr gespannt. Drückt uns die Daumen, dass das Wetter dieses Mal ein bisschen zu unseren Gunsten steht. Und wenn ihr natürlich Tipps habt, egal ob für Norwegen, Schweden, Finnland, die Länder haben wir uns noch nicht so zu 100% entschieden, in welche Richtung es gehen soll. Wir werden uns wahrscheinlich wieder nach dem Wetter richten müssen. Aber ja, wenn ihr Tipps habt, schreibt das unten in die Kommentare. Wir würden uns riesig freuen. Und Emoji der Woche ist euer Lieblings-Skandinavien-Land. Genau, und ja,
ab nächster Woche ist hoffentlich Basti wieder dabei. Und für alle, die neu zum Jimny-Content dazugekommen sind, es wird weitergehen mit dem Jimny, das habe ich ja schon verraten. Das mit dem Van war jetzt nur vorübergehend für zwischendurch, um sich mal wieder auszustrecken. Es ist verrückt, wie viel Luxus wir doch hier drin in diesem Van haben. Und ja, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Liked das Video, hypt das Video und was es nicht sonst noch alles gibt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Danke, Ende.